Hello, my name is not Johnny Cash, sondern Fritz Guckenberger und in diesem Video geht's um Johnny Cash, The Man in Black und diese typische Gitarrenbegleitung, die wir von so vielen coolen Songs von ihm kennen, wie Falls on Prison Blues. Ja? Und in diesem Video zeige ich dir, wie sie geht. Johnny Cash Begleitung ist im Prinzip, oder dieser berühmte Boom-Chicka-Boom-Rhythmus ist im Prinzip nicht schwer zu spielen. Es ist eigentlich eine Reduzierung auf das Wesentliche. Ja? Ich nehme jetzt mal, um das zu verdeutlichen, nehme ich mal so typische Begleitung, wie man sie oft auf der Akustikgitarre spielt. Ich weiß, warte mal, Boom-Chicka-Boom-Chicka. Und jetzt reduziere ich das Ganze, indem ich hier statt die ganzen Akkordseiten nur eine Seite spiele. Ja? Ich bleibe jetzt auf die Bassseiten, auf die oberen drei. Und statt Boom, Chicka mache ich jetzt einfach hier nur auf der einen Seite, auf der D-Seite. Ja? Ich greife dazu einen E-Akkord, muss ich auch noch sagen, je nach Akkord können es andere Seiten sein, aber jetzt beim E-Akkord. Ja? Und dann mein Wechselbass. Ich habe ja, mache ich einfach. Ja? Also E-Seite nach unten schlagen, D-Seite nach unten und oben. Ja? Mach kleine Bewegungen im Plektrum. Sonst, wenn du diesmal so weit ausholen musst, wird es echt schwer. Ja? Schwer. Jetzt die A-Seite, wieder D-Seite. E-Seite, D-Seite, A-Seite, D-Seite, E. Um die ganze Sache jetzt schön authentisch Johnny Cash-mäßig hinzukriegen, empfiehlt es sich, dass du die Seiten hinten abdämpfst. Abdämpfen ist ganz einfach. Du legst die Hand hinten, möglichst weit hinten, leicht auf die Seiten rauf, ohne Druck auszuüben. Bei mir ist das gerade ein bisschen blöd, weil ich das ganze Zeugs im Weg habe. Aber Mist. Okay, es muss nicht alles bequem sein. Okay. Also ich habe jetzt meine E-Seite, ich spiele es jetzt wie vorher, ja. Und lege jetzt die Hand rauf. Und dann klingt es so. Ja. Es kann sein, dass du ein bisschen experimentieren musst. Mit der rechten Hand hole ich es genau hin, ja, damit ich den Sound habe, aber das Ziel ist, dass der Ton erkennbar ist, aber eben so gedämpft ist. Ja. Nicht so, sondern gedämpft. Dieser Boom-Chicka-Boom, je nachdem, wie lange du schon Gitarre spielst und was du schon gespielt hast, kann es sein, dass das für dich auf Anhieb perfekt funktioniert. Es kann auch sein, dass der erstmal furchtbar nervt und nicht wirklich klappen will. In dem Fall langsam dranbleiben. Ja? Und probieren. Und wenn du merkst, es klappt nicht richtig, ja? Ja? Nicht hingeln, sondern Mist, klappt nicht. Mist, klappt nicht. Klappt immer noch nicht. Du wirst lachen, aber ich erlebe das wirklich oft. Geh hin und schau, was mache ich falsch. Ja? Bin ich vielleicht ein bisschen zu weit vorne? Drücke ich zu fest auf die Seiten auf. Ja. Probier rum, bis du die perfekte Haltung gefunden hast. Bei anderen Akkorde, bei A-Dur, ist jetzt so, ich mache das gleiche Prinzip wie vorher, bloß ich fange jetzt nicht mehr mit der E-Seite an, sondern mit der A-Seite, weil es ja A-Akkord ist. Ja. Also statt Wechselbass zwischen E- und A-Seite, mache ich jetzt Wechselbass zwischen A- und I-Seite. Ja. Und die D-Seite bleibt meine Chicka-Seite. Also in A-Dur. Du wirst ihn möglicherweise so greifen, ich greife ihn so, das ist bequemer und ich habe es uns angewöhnt. Ja. Verschiedene Gründe. Spielt jetzt keine Rolle. Ja. Wenn du jetzt auf E wechselst, wieder ab der E-Seite. Das passt.
beim dritten Akkord, den wir brauchen, zum Beispiel für Folsom Prison Blues, ja, H7, fangen wir jetzt wieder unsere Faustregel, wenn wir keinen Grundton haben, keine H-Seite, in dem Fall keine H-Bass-Seite, ist es aus unserer Sicht die oberste Seite, die gegriffen wird. Ja? Also sprich hier, da ist jetzt ein bisschen kniffliger, aber fast genauso einfach wie A. Ja? Und jetzt muss ich aber mit dem Mittelfinger runtergehen und hier greifen, sonst klingt es falsch. Ja? Also übergreifen. I hear the train coming.